Habt ihr schon mal von der GAP gehört? Nein. Was? Nee. Weiß ich nicht. Der Marco? Die GAP? Die GAP, GAP, eine Abkürzung für die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Jetzt nicht auf die Stopptaste drücken, denn auf diesem weiten Feld europäischer Zuschüsse, Regularien und Investitionen werden wesentliche Grundlagen für die Preise unserer Lebensmittel bestimmt. Was ist gesund? Was können wir Verbraucher essen? Also stellt sich die Frage, wie viel GAP ist auf unserem Teller? Was sollte der deutsche Verbraucher denn unbedingt wissen über die europäische Agrarpolitik? Oh ja, da haben wir eine Verkostung von Produkten, die solche Qualitätssiegel tragen, die EU eingeführt hat. Also wir haben da 4 verschiedene. Die habe ich auch hier auf dieser Schürze. Das Rote meint, dass man regionale Produkte kauft, dass die Rohstoffe also nicht aus anderen Ländern eingeführt werden. Das hier ist eine geschützte geografische Lage, also da kennt man ja den Parmaschinken zum Beispiel. Das letzte meint eine traditionelle Herstellungsweise oder traditionelle Spezialität. Da erklärt man den Menschen oft die Heumilch, weil die hier bekannt ist, also im Allgäu wird die gemacht und diese traditionelle Herstellungsweise ist oft gar nicht mit dem Preis verbunden, also das ist viel teurer eigentlich in der Herstellung, aber die EU möchte natürlich, dass auch solche Lebensmittel weiter traditionell hergestellt würden und dann kann man natürlich solche Siegel vergeben, womit dann besser das Produkt beworben werden kann und der Verbraucher dann auch einen Anreiz hat, um das zu kaufen. Wo findet ihr denn, müsste noch mehr Geld aus europäischen Mitteln hinfließen? Ich denke gerade in die Länder, wo der Landbau und das gesunde Ernähren noch nicht so fortgeschritten sind, wie vielleicht, weil wir Glück haben hier in Deutschland. Da sollte man auf jeden Fall mehr unterstützen, finde ich. Ich spreche jetzt mit Peter Maske, der Präsident des Deutschen Imkerbundes. Und der kann uns bestimmt auch erzählen, wo die europäische Agrarpolitik Auswirkungen auf unsere deutsche Biene hat. Ja, wir haben ja in der Agrarpolitik auch ein Greening vorgesehen. Und das Greening ist leider behaftet mit Hemmnissen und mit Rechtsunsicherheit. Da müssten bürokratische Hürden beseitigt werden. Ich sage mal auch die Kontrollfunktionen reduziert werden. Es müsste eigentlich eine größere Toleranz gegeben sein. Dann könnten auch bessere Flächen für die Bienen, für blütenbesuchende Insekten erreicht werden. Also hier ist dringend Änderungsbedarf erforderlich und das wünsche ich mir auch, dass Phil Hogan noch durchsetzt. Welche Alternativen gibt es denn da in der modernen Landwirtschaft, dass wir uns als Verbraucher auch wohler fühlen, wenn wir das nächste Mal in ein Stückchen Rind beißen? Ja, man kann gucken, dass man auch mal vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt. Dass man jetzt sagt, okay, hier eine Milch, da gebe ich mal, 20 Cent mehr für aus, gehe vielleicht bei den Bauern um die Ecke und hole mir es da anstatt irgendwo im Großdiscounter. Vielleicht da dann die Milch zu holen, dann denke ich mir, okay, der Bauer kriegt wirklich das Geld dafür und guckt, dass das Geld, was ich investiere, auch wirklich beim Bauern ankommt. Nach der letzten EU-Agrarreform haben Länder wie Deutschland wesentlich mehr Spielraum, wie und wo sie die Subventionen einsetzen. Sei es für Tierschutz, für die Entwicklung ländlicher Räume, für Pflanzen- und Anzucht oder für die Forschung. Dass die GAP funktioniert, hängt aber auch von uns, dem Verbraucher, ab. Denn wir entscheiden letztendlich, wie viel GAP auf unseren Teller kommt.